Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mein Name ist Laura und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Und ja, denn heute gibt es ein ganz spannendes Thema und deswegen würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Und ich weiß, dass viele von euch sich vielleicht einfach nur eine Folge wünschen würden, in der ich mal sage, mach dieses und jenes und dann ist alles perfekt. Und zwar sofort. Aber wenn das alles so einfach wäre, dann gäbe es kaum so viele Menschen, die nach wie vor so viele Probleme mit dem Essen oder mit ihrem Gewicht hätten. Und es sind einfach so viele verschiedene Faktoren, die da mit reinspielen und die beachtet werden müssen. Und es soll heute um ein Thema gehen, was mich wahnsinnig fasziniert hat. Und ja, ein Thema, das eigentlich genau erklärt, warum Menschen eine Diät nicht durchhalten können. Und es soll heute um das Thema Instant Gratification gehen und was das genau ist und warum es dir quasi unmöglich macht, deine Ziele zu erreichen und was du aber auch dagegen tun kannst. Und Instant Gratification, für die noch nie was davon gehört haben, heißt ja nichts anderes als sofortige Belohnung. Und ja, leider sind die meisten von uns heutzutage einfach daran gewöhnt, beziehungsweise fast schon süchtig danach, nach dieser sofortigen Belohnung. Und wir wollen alles immer jetzt sofort haben. Und dadurch, dass wir heutzutage einfach auch fast alles sofort haben können, verlernen wir irgendwie auch langfristig zu denken. Und wir sind einfach super ungeduldig geworden. Und wenn wir uns unseren Alltag anschauen, ist es auch gar nicht mal so erstaunlich. Denn heutzutage bekommen wir einfach immer alles, beziehungsweise fast alles sofort und müssen nicht mehr lang warten. Und wir verlernen dadurch einfach langfristig zu denken. Und es geht damit los, wenn wir irgendwas wissen wollen und direkt jemanden anrufen können oder ihm schreiben können und dann sofort eine Antwort haben. Oder wir geben das einfach in Google ein und kriegen auch direkt die Antwort. Wohingegen man ja früher direkt zu einem Menschen gehen musste, an der Tür klingeln oder dann eben einfach mal 1-2 Tage warten musste, bis man den Menschen eben wieder sieht. Oder ja, eben einen Menschen, der die Antwort hat auf unsere Frage. Oder man musste ein ganzes Buch lesen und konnte nicht einfach einen einzigen Satz googeln. Oder wir können heutzutage Essen bestellen und selbst wenn da teilweise dann steht, das dauert eine Stunde, dann sind wir schon total genervt und das dauert uns viel zu lange. Oder wenn wir an der Kasse anstehen und die Kassiererin ist langsam oder das sind einfach viel zu viele Leute vor uns. Wir wollen einfach alles sofort haben und sind wahnsinnig ungeduldig geworden. Und es geht aber noch weiter. Wieso laufen denn Kredite so gut? Gerade bei vielen jungen Leuten, die genau in diesem Umfeld aufgewachsen sind, mit dieser sofortigen Befriedigung. Die wollen nicht mehr warten, die wollen sich gleich was kaufen können, obwohl sie vielleicht das Geld dazu noch gar nicht haben und das dann später abbezahlen. Und du bekommst heutzutage wirklich überall sofortige Belohnung, überall. Und wenn du alleine zu Hause bist und Unterhaltung willst, musst du nicht mehr irgendwo hinfahren. Du kannst einfach den Fernseher einschalten oder Netflix oder was auch immer und dann hast du Unterhaltung. Oder wenn du dich einfach nur schnell anders fühlen willst, einen kleinen Endorphin-Kick haben willst, dann greifst du zum Essen. Und wie ich schon in der Folge zum emotionalen Essen gesagt habe, macht dich das Essen oder beziehungsweise zuckerhaltiges Essen kurzfristig glücklich. Und weil wir einfach in unserem Alltag gewöhnt sind, dass wir alles sofort bekommen können, sehen wir es auch nicht ein, warum wir auf einmal, wenn wir unsere Essgewohnheiten ändern wollen oder abnehmen wollen oder uns einfach gesünder ernähren wollen und keine sofortigen Erfolge sehen, sondern erstmal einfach eine Zeit durchziehen müssen. Da haben wir gar keine Lust mehr drauf. Das sehen wir gar nicht mehr ein. Denn bei keiner Diät der Welt wirst du von heute auf morgen komplett anders aussehen oder deinen Essensdruck oder deine Essgewohnheiten komplett im Griff haben. Das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht, dass du einmal was machst und alles verändert sich von selbst. Das funktioniert einfach nicht. Die meisten Dinge, die dich wirklich weiterbringen und von denen du wirklich langfristig was hast, wirken sich versetzt aus. Wie zum Beispiel, dass du einfach den Fokus darauf legst, was du deinem Körper
gibst und was ihm gut tut, was ihm wirklich gut tut und einfach versuchst, gesünder zu essen, anstatt dich mit Süßigkeiten irgendwie voll zu stopfen und dann wieder zu sagen, naja, dafür mache ich das morgen dann wieder ganz, ganz strikt. Und du wirst dich einfach erst später besser fühlen, wenn du wenn du jetzt den Fokus darauf legst, dass du deinem Körper nur gesunde Sachen gibst und wirklich das Beste, dann wirst du nicht vielleicht ein bisschen, aber du wirst die großen Erfolge nicht sofort sehen. Das kommt alles mit der Zeit. Und du wirst dich einfach erst versetzt besser fühlen. Und erst versetzt wirst du deinen Körper erreichen, den du haben willst. Und auch erst einige Zeit später wirst du dann diese Energie spüren, die du auf einmal hast und nicht sofort. Sofortige Wirkung, die bekommst du nur von Zucker und Kohlenhydraten. Diese sofortigen Glücksgefühle, die dich dann aber wieder fallen lassen nach 10 Minuten oder vielleicht auch schon früher. Und du dir dann wieder denkst, oh Mann, warum schon wieder? Und das bringt dich einfach nicht weiter. Und es macht dich ja langfristig auch nicht glücklich. Und das ist auch das, warum die ganzen Diäten scheitern. Die meisten Menschen wollen sofort Ergebnisse sehen. Und wenn sie es nicht sehen, dann geben sie auf. Oder sie machen dann irgend so eine super krasse 500-Kalorien-Diät, die in den ersten Tagen Ergebnisse zeigt. Und dann können sie aber nicht länger durchhalten, weil sie einfach nichts ist, was man lange durchhalten kann oder will. Und dann überessen sie sich wieder und sagen, ja, es funktioniert nicht. Und ja, oder sie können einfach eine Diät nicht durchziehen, weil sie dann sagen, ja, ich will jetzt heute nochmal die Schokolade, aber morgen mache ich es dann richtig. Aber erst will ich die sofortigen Glücksgefühle der Schokolade und was am Morgen ist mir total egal. Und morgen bin ich dann total strikt und ja, denken wirklich nur an den Moment jetzt gerade, was sie jetzt gerade wollen und machen sich dann die mega krassen Pläne für den nächsten Tag, was sie alles einhalten, weil sie denken, ja, morgen, das kriege ich schon hin, aber heute will ich das jetzt. Und das geht dann jeden Tag so. Und das ist aber auch bei manchen Menschen einfach, dass die ihren Körper so malträtieren und einfach wenig schlafen oder viel zu krass übermäßig Sport machen oder sich schlecht ernähren oder gar nichts essen eine Zeit und sie denken überhaupt gar nicht daran, dass sie irgendwann die Quittung bekommen von ihrem Körper und ihr Körper einfach irgendwann nicht mehr kann. Und bei so vielen Menschen dreht sich einfach so viel um das Hier und Jetzt. Und wenn dir aber jemand sagt, dass du langfristig was ändern sollst und vielleicht in den ersten Wochen kaum Resultate siehst und das auch noch langfristig durchziehen sollst, das schreckt einfach die meisten Menschen ab. Aber dann, um ehrlich zu sein, dann mach weiter so, weil dann wird sich einfach nichts ändern oder zumindest nicht langfristig. Weil wer nicht in der Lage ist, langfristig zu denken, der wird es generell schwer im Leben haben. Denn fast alle Dinge, die dich kurzfristig zufrieden machen, wirken sich auf Dauer schlecht auf dich aus. Und ich hatte bei dem emotionalen Essen ja schon gesagt, dass in unserem Gehirn in Stresssituationen der Teil des Gehirns weniger aktiv ist, der für das langfristige Denken zuständig ist. Und bei ganz vielen Menschen da draußen ist ja das Thema Essen und gerade ungesundes Essen mit so viel Stress verbunden, weil sie dann anfangen, sich zu fragen, ob sie das jetzt essen dürfen oder sie fühlen sich dann total schlecht und sind im innerlichen Kampf und es wird so viel Drama um dieses eine Stück Schokolade gemacht. Ich nehme jetzt immer Schokolade als Beispiel, weil es einfach naheliegend ist und bei mir zum Beispiel immer so ein Thema war. Und ich hatte ja auch diesen Kampf mit dem Essen. Das ist ging mir doch genauso. Ich verstehe das ja auch alles, aber es ändert sich nur einfach nichts, wenn man nichts dran ändert. So, also es ist ein ewiger Kampf mit dem Essen und wird einfach so viel Drama drum gemacht um dieses Stück Schokolade, dass das Gehirn dann wirklich denkt, dass wir tatsächlich in einer Stresssituation sind, wodurch wir dann noch eher dazu verleitet werden, diese langfristigen Konsequenzen zu unterdrücken und wir uns auf einmal anfangen uns zu überessen. Anstatt, dass wir einfach ein kleines Stück nehmen und es dann auch wieder gut ist, nehmen wir dann 2, 3, 4, 5 und haben dann die ganze Tafel Schokolade gegessen, weil wir einfach dann wieder in dieser Stresssituation waren, nicht mehr langfristig denken wollen oder können und uns dann einfach wieder überessen, weil wir jetzt eben diese Glücksgefühle haben wollen. Und
Beim Sport zum Beispiel ist es das Gleiche. Wenn du ein paar Mal zum Sport gehst, dann wird sich nicht viel ändern oder du wirst auch nicht besser. Oder wenn du jetzt einen Sport lernen willst, wie zum Beispiel beim Surfen, das habe ich jetzt auch, ja, habe ich auch selber bemerkt. Das funktioniert einfach nicht auf Anhieb. Und man muss einfach so viel üben, bis das endlich mal funktioniert. Und viele verlieren da einfach schon die Lust. Und überleg doch aber einfach mal, wenn du weiterhin hier und da mal so Sachen immer nur so kurz machst, wie jetzt so eine kurze Diät und du dich dann wieder überisst, weil sie vielleicht viel zu krass war und du dich dann schlecht fühlst und unwohl fühlst und dann aber, wenn du jetzt im Gegenzug zum Beispiel, wenn du Kleinigkeiten änderst, wirklich Kleinigkeiten, die für dich machbar sind und oft sind es wirklich Kleinigkeiten, bei denen wir denken, ja, es bringt uns doch jetzt eh nicht weiter, weil das ist ja wirklich so was Kleines und das ist ja gar nicht anstrengend und das bringt ja gar nichts. Und wir haben wirklich nicht das Gefühl, dass wir uns krass einschränken. Aber wenn du dafür das langfristig machst und mit der Zeit immer mehr änderst, dann sind wir bei dem zweiten Ansatz, den ich jetzt gerade erklärt habe, dann ja irgendwann angekommen. Und beim ersten, wenn wir immer nur wieder so kleine Diäten machen und uns dann wieder überessen, was irgendwie nicht funktioniert hat, dann sind wir wieder immer noch am Anfang. Dann hat sich ja trotzdem nichts geändert. Und das gleiche Beispiel, zum Beispiel, wenn du jetzt jeden Tag 1 Euro sparst, dann hast du in einem Jahr 365 Euro in der Spardose. Und wenn du jetzt sagst, ja, 1 Euro ist mir viel zu wenig, ich tue jeden Tag 100 rein, dann sind es vielleicht schon nach 2 Tagen 200 und dann, ja, nach 3 Tagen vielleicht 300 und dann merkst du, oh, ja, es geht ja gar nicht, ich habe ja gar nicht jeden Tag 100 Euro und dann hörst du wieder auf oder nimmst es vielleicht sogar wieder raus, weil du das Gefühl hast, das ist ja nicht machbar, du kannst es gar nicht umsetzen und das geht ja sowieso nicht. Dann nimmst du es wieder raus und schmeißt das alles irgendwie über den Haufen, gibst das Geld wieder aus und hast dann gar nichts gespart. Und genau, dann hast du nichts und in dem ersten Beispiel hast du immerhin 365 Euro gespart. Und im zweiten Beispiel hast du einfach nur gemerkt oder ja, dich wieder davon überzeugt, dass du einfach nicht fähig bist, irgendwas durchzuziehen. Und ja, geschweige denn, dass du irgendwie gelernt hast, wie man spart. Und das Witzige ist doch, dass sich die Auswirkungen einfach nochmal nach einer bestimmten Zeit einfach nochmal krasser auswirken. So angenommen, du hast jetzt konsequent immer kleine Sachen geändert und es hat funktioniert und dann hast du noch was geändert und noch was und noch was und noch was, bist motiviert und hast ja am Ende so viele positiven Gewohnheiten entwickelt und kennst deinen Körper so viel besser und fühlst dich so viel fitter und weißt jetzt auch noch, dass du einfach fähig bist, was zu ändern, wirst selbstbewusster, weil du deine Ziele erreicht hast und schlussendlich hast du unterm Strich einfach viel mehr erreicht und vor allem dauerhaft, als wenn du einfach schnell 10 Kilo abnimmst mit irgendeiner Wasserdiät, die du dann vermutlich wieder, ja, früher oder später zunehmen wirst. Und es ist ja schön und gut, wenn man sich dem allen hingeben will und sich vom Leben hin und her schubsen lassen will. Und ich sage ja auch nichts, wenn man mal einfach Schokolade isst und zu Hause sitzt und Netflix schaut. Ist ja auch alles okay. Wir sollen ja immer noch das Leben genießen. Aber du gibst einfach damit auch total die Verantwortung ab für dein eigenes Leben. Und ja, du gibst die Verantwortung ab, dein Leben so zu leben, wie du es willst. Und klar kannst du dich mit diesen ganzen Instant Gratification kurzzeitig gut fühlen und immer nur nach diesen sofortigen Belohnungen jagen und ja, dich dem Ganzen, wie eben schon gesagt, hingeben. Aber wenn du dich dann unwohl fühlst in deiner Haut oder das Gefühl hast, dass du keine Kontrolle über dein Leben hast, dann, sorry, aber dann ist es doch irgendwie auch deine eigene Entscheidung. Und meiner Meinung nach macht es einfach viel mehr Spaß, das Leben so zu leben, wie du es wirklich leben willst. Und nicht von diesen sofortigen Belohnungen von einer zur nächsten zu rennen und dich dann wieder schlecht zu fühlen. Und wir sind in unserem Alltag einfach gewöhnt, dass wir alles sofort bekommen, aber auch das kannst du wieder trainieren. Aber wenn du dein Gehirn immer darauf trainiert hast, dass diese kurzfristigen, sofortigen Belohnungen gut sind und dich glücklich machen,
wie soll denn dein Gehirn oder wie sollst du denn jetzt überhaupt wissen, dass es sich wirklich lohnt, mal was durchzuziehen? Und ja, wie sollst du denn wissen, dass wenn du dieses große Ziel erreichst, wirklich endlich mal dein Ziel erreichst, wie viel besser sich das anfühlt, wenn du immer nur diese sofortigen Befriedigungen kennst. Lern doch einfach mal wieder, wie gut es sich anfühlen kann, wenn du was durchgezogen hast. Und das Einzige, wie du es lernen kannst, ist das, indem du es tust. Langfristig irgendwas, was du vielleicht schon wieder aufgeben wolltest, mach's doch einfach mal weiter und dann wirst du auch merken, wie sich später die Resultate zeigen. Es ist genauso beim Surfen. Du fällst die ganze Zeit erstmal runter und bist irgendwie voll demotiviert, was aber nicht funktioniert. Aber dafür, wenn du es dann kannst, ist es dafür umso cooler, wenn du dann einfach so diese Welle entlang surfst. Und andere Belohnungen zum Beispiel, die sich wirklich erst versetzt zeigen, sind zum Beispiel die Vorteile, die du erlebst, wenn du deine Gewohnheiten änderst, weil es dir einfach auf einmal alles viel leichter fällt. Oder ja, wenn du einen Sport für dich herausfindest, der dir wirklich Spaß macht. Oder einfach was Neues lernst. Anfangs macht es meistens aber nicht so viel Spaß, weil du noch nicht so gut bist. Und dafür macht es aber umso mehr Spaß, wenn du es dann wirklich kannst. Und allein schon Kochen ist ja auch in gewisser Weise so eine verzögerte Belohnung. Viele Menschen, und ich eingeschlossen, können ja noch nicht mal warten, bis das Essen fertig ist. Und sie essen einfach schon die ganze Zeit, während sie kochen. Wenn sie dann überhaupt kochen, weil ja, so viele Menschen, denen dauert ja allein schon das Kochen viel zu lange. Und dann greifen sie eben zu den Fertiggerichten. Und ja, es ist vielleicht schön, also kurzzeitig ist es schön in dem Moment, weil es schnell fertig ist, aber langfristig ist jetzt einfach das Fertiggericht nicht unbedingt das Beste für dich. Aber wenn du wirklich langfristige Erfolge sehen willst, dann musst du einfach wieder lernen, das langfristige Ziel vor deinen Augen zu halten und dir bewusst werden, dass du in jedem Moment die Entscheidung über deine Handlung hast, dass du dein Endziel einfach niemals erreichen wirst, wenn du nicht in der Lage bist, auf dieses versetzte Ergebnis zu warten. Mach dir deine Aufgaben so klein wie möglich und dann bleib aber auch dabei. Zieh sie durch und dann bekommst du auch wieder Respekt vor dir selbst. Du bekommst den Respekt zurück, den du verdient hast. Du merkst wieder, dass du fähig bist, Dinge durchzuziehen und du wirst sehen, wie schön es sein kann, wenn man am Ende mit diesem großen Ziel belohnt wird. Oder meinst du denn, dass ein Marathonläufer jeden einzelnen Meter auf seiner Strecke genießt? Nein, aber er zieht's durch, weil er sein Endziel kennt, weil er sich was vorgenommen hat und weil er weiß, dass er es auch erreichen kann und will. Und er sich ewig ärgern würde, wenn er mittendrin aufgehört hätte. Und weißt du, was auch fatal ist? Wenn ein Marathonläufer am Anfang anfängt zu sprinten. Und dann hält er nicht bis Ende durch. Seine ganze Energie ist ja schon am Anfang weg. Das funktioniert einfach nicht. Und ich weiß es, weil ich auch selbst einen Marathon gelaufen bin. Und behalte einfach immer im Kopf, das Leben ist ein Marathon und kein Sprint. Und das ist auch gut so, sonst wärst du viel zu schnell vorbei. Und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und ja, wenn sie dir gefallen hat, abonniere gerne meinen Podcast oder lass mir eine Bewertung da. Ich würde mich wahnsinnig freuen und freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, hab einen tollen Tag. Dein Laura.